Durchblick, setzen eine Sauglocke und drücken auf einen Pfeil. Hallo und herzlich willkommen, Olli hier vom Team Resinnovation. Wir erklären jetzt ein Reparaturverfahren. Thema Kurzliner. Und heute geht es um den Key Fact Vakuumimpregnierung. Kennt man doch. Oder etwa nicht? Wie geht das? Und warum macht man das eigentlich? Dafür haben wir uns für euch in verschiedenen Branchen umgesehen, wie eine Faserverbundmatte getränkt wird. Wir sind für euch auf Recherche gegangen und haben angefangen bei Callaway Competition, Hersteller für GT3-Fahrzeuge. Mein Name ist Andreas Kahlich, ich arbeite bei der Firma Callaway Competition. Ich bin zuständig für die Laminatteile. Polyfaserteile, wie Sie hier sehen, sind von uns selbst hergestellt. Wir sind sehr erfolgreich im Motorsport. Wir wurden Meister letztes Jahr bei ADAC GT Masters Serie. ADAC GT Masters Champion 2017, Schöner und Callaway Competition. Luftfreiheit ist ein wichtiges Thema. Die Harzinjizierung, das heißt, die Form, in dem das Bauteil sich befindet, wird in einen Vakuumsack eingepackt. Dann werden Vakuumschläuche angebracht und die Luft wird abgesaugt und gleichzeitig auf der anderen Seite das Harz injiziert. Die Qualität ist enorm wichtig. Ausschuss, Fremdwirt, gar nicht. Und was konnten wir an Erfahrung mitnehmen? Luft schwächt das Bauteil. Ja. Ein geschlossenes System ist nicht nur wichtig, um die Faserverbundmatte und den Mitarbeiter vor Emissionen zu schützen. Das geschlossene System wird auch benötigt, um ein Vakuum aufzubauen. Nur so erreicht man eine gleichbleibende Qualität und somit auch eine Reproduzierbarkeit. Und wie kann man das mit unserer klassischen GFK-Matte machen? Die Lösung von Resinnovation ist hier die Schlauchfolie. Zack! Und die GFK-Matte ist drin. Aber jetzt mal unter uns. Machen das nur die Hersteller von Autoteilen? Nein. Präzision, Sicherheit und Qualität ist auch bei der Herstellung von Rotoren der Windkraftanlagen entscheidend. Auch hier wird ein geschlossenes System hergestellt und unter Vakuum die Verbundmatte getränkt. Nur so halten die Rotoren die hohen Belastungen, zum Beispiel Geschwindigkeit und Temperaturschwankungen aus und werden zu einem langlebigen Produkt. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Wie sieht das denn beim Schlauch-Relining aus? Hierzu durften wir den Produktionsleiter der Firma Impreg Group befragen. Gibt es eine Alternative zur Vakuumimpregnierung? Alternativen zum Imprägnieren unter Vakuum. Das Beste wäre, wir gehen auf den Mond zum Imprägnieren, wo wir keine Gewichtskraft haben. Zudem hätten wir auf dem Mond auch keine Probleme mit Lufteinschlüssen. Mein Name ist Alexander Siegloch, ich bin Produktionsleiter bei der Firma Impreg in Ammerbuch. Wir arbeiten hier in der Imprägnierung sowie auch in der Trockenproduktion primär in einem Dreischichtsystem, wo wir von Sonntag bis Samstag früh arbeiten. Wir stellen im Jahr ca. 450-500 Kilometer GFK-Schlauchliner für die weltweiten Märkte her. Das heißt, wir arbeiten nach dem Injektionsverfahren, verteilen unser Harz automatisch auf den Imprägnierlinien und stellen damit eine höchstmögliche Reproduzierbarkeit her, auch im Sinne der DEBT-Zulassung. Durch die stetige Verbesserung unserer Produktionstechnik in den vergangenen Jahren, den hohen Automatisierungsgrad in unserer Produktion, einhergehend mit den qualitätssichernden Maßnahmen, die im Rahmen der DEBT-Zulassung nötig sind, erreichen wir eine nahezu Null-Fehlerquote für unsere Produkte. Wir sorgen dafür, indem wir Vakuum ansetzen, also diesen Schlauch evakuieren und damit Lufteinschlüsse größtmöglich eliminieren. Vakuum, geschlossenes System, automatisches Kalibrieren sind seit Jahren Standard in der Industrie. Die Möglichkeit der exakten Reproduzierbarkeit ist auch in unserer Branche Stand der Technik. Also haben wir gelernt, eine Alternative gibt es nicht, um eine hohe Qualität und eine Lebensdauer von ca. 50 Jahren zu gewährleisten und zu erreichen. Somit galt es, die Erfahrungen, den Standard der Industrie und die Anforderungen der örtlichen Baustelle so umzusetzen, dass das Kurzliner-Verfahren als hochwertiges Reparaturverfahren eingesetzt werden kann. Und wir von Resinnovation präsentieren euch die Innovation.
Partliner Vakuumimprägnierer. Als erstes rückt Resinnovation die Baustelle gerade. Die vorbereitete GFK-Matte, welche sich in der Schlauchfolie befindet, wird geschlossen. Und unsere Saugglocke wird angesetzt, um das System luftfrei zu machen. Wir füllen das Harz in das System und schließen die Kalibrierwalzen. Dann nur noch auf den Pfeil drücken und ab jetzt übernimmt die Maschine die Arbeit. Alles läuft automatisch und unter perfekten Bedingungen. Ein geschlossenes System bedeutet hohes Maß an Arbeitssicherheit. Das Harz ist nicht mehr an der Hose. Keine Lufteinschlüsse. Und jeden Tag die gleiche hohe Qualität. Wieder und wieder und wieder. Dies haben wir in monatelanger Praxis bestätigt und durch externe Prüflabore überwachen lassen. Denn Arbeitssicherheit, Qualität und Begeisterung beim Kurzliner hat einen Namen. Partliner. Das Original. So, das war schon unser Content zum Vakuumimprägnieren. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir bedanken uns sehr bei den Firmen Impreg und Callaway Competition, die uns die Zeit gegeben haben, bei ihnen das Video zu drehen und uns so diesen Content für euch ermöglicht haben. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt es unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Videovorschläge. Wir freuen uns darüber. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst einen Like da. Aber vor allem abonniert unseren Kanal, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand der Kanalsanierungsbranche bleiben wollt. Wir sind raus, sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.